Als dann die Grundparameter feststanden, wir hatten also ein Drehbuch, wir hatten eine Schauspielerin, da hieß es dann eben, jemanden zu finden, der diese Vision umsetzen kann, der eine Fantasie, tatsächlich in dem Fall, der meine Vorstellung Wirklichkeit werden lassen kann. Und bitte! Und das ist nur möglich gewesen in Zusammenarbeit mit großartigen Agenturen, wie zum Beispiel Mood Media und der 8 in Frankfurt. Wenn die Idee steht, was meiner Ansicht nach immer das Wichtigste überhaupt ist, dann muss man überlegen, wie man die Idee in einer Geschichte transportiert. Trägt derjenige ein blaues T-Shirt oder ein rotes T-Shirt, der in dem Spot auftaucht? Lassen wir das Ganze draußen drinnen spielen oder in einem Hochhaus oder in der U-Bahn? All das ist auf den ersten Blick vielleicht willkürlich, wird aber immer bewusst so gewählt, dass es die Geschichte, die Idee, den Kundennutzen oder die Strategie kommunizieren kann. Wir haben sie von einem grünen Hintergrund gedreht, weil Grün sehr weit weg ist von den Hauttönen und somit konnten wir die grüne Farbe hinten ersetzen. Unser Matte Painting, unseren 3D-Elementen. Das ist die Hauptherausforderung, glaube ich auch, dass man Basismaterial findet, das ungefähr der Lichtstimmung entspricht, oder sogar ziemlich präzise, dass wir eine tiefstehende Sonne haben. In Ergänzung dessen entsteht auch noch einiges an Zusatzmaterial im 3D-Raum. Das heißt, wir haben Gebäude im Vordergrund, die möglicherweise tatsächlich auch 3D-Modelle sein können. Wir hatten eigentlich bei dem Projekt einen sehr, sehr reibungslosen Verlauf. Ist alles optimal gelaufen, trotz des sehr, sehr kurzen Zeitrahmens, den wir uns dafür gesteckt hatten. Das ist nicht zuletzt auf die gute Zusammenarbeit mit dem Kunden zurückzuführen, der sehr, sehr konkrete Vorstellungen hatte, genau wusste, was er wollte und wir haben die gleiche Sprache gesprochen. Das ist einfach super, wenn man sich gleich so synchronisieren kann. Ich baue die Flügel so, wie man sich das vorstellen kann, als Modellbauer. Wir bauen auch Federn und wir entwerfen dann ein Skelett dafür, so eine Art Kinematik, wie sich dieser Flügel tatsächlich bewegen würde, damit ich ein bisschen Freiheit habe und kann ihn flattern lassen. Und es soll natürlich auch so der Wiedererkennungseffekt zum Spiel natürlich auch da sein. Nachdem ihr damit fertig seid, kriege ich dann die fertigen Bilder und muss das dann mit Jonas verbinden. In dem Fall, dass das auch entsprechend seiner Bewegung passt. Ja. Dass das in die Lichtstimmung passt, dass das alles wie aus einem Guss aussieht. Für die Musik hatte ich von Anfang an einen feststehenden Wunsch. Ich wollte das unbedingt mit Vincent Lee machen. Der Regisseur sagte, er möchte gerne Steigerung haben bis zum Ende, bis zum großen Finale, wo man die ganzen Engel sieht. Ich sagte, okay, ich versuch's, die Epicness einfach rüberzubringen, die dieses Spiel mit sich bringt. Ich wollte ihn unbedingt für dieses Projekt gewinnen. Tatsächlich war das so, dass sein Stück Melancholia für mich ganz essentiell beeinflussend war, als ich das erste Konzept geschrieben habe. Also ich habe Melancholia auf YouTube gesehen, er hatte das gerade hochgeladen, habe es gehört und das war der Tag, an dem ich dann das Voice-Over so geschrieben habe mit dieser Musik im Hinterkopf. Für mich ist mit diesem Projekt ein persönlicher Traum in Erfüllung gegangen und ich möchte mich auf diesem Weg bei allen bedanken, die daran mitgewirkt haben und die geholfen haben, es zu dem zu machen, was es heute ist, denn das hat mit Sicherheit meine Erwartungen völlig übertroffen. Von dem, was ich gedacht habe, was daraus wird, als ich das erste Konzept geschrieben habe, zu dem, was es jetzt letztendlich ist, war es ein unglaublich langer Weg und ein spannender und einer, den ich auf keinen Fall missen möchte. Mein Leben lang haben andere die Entscheidungen für mich getroffen. Was Schönheit bedeutet, wo ich hingehöre, was richtig für mich ist.